blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Italien. Das ist für mich das Land der Sehnsucht. Wie so viele andere Deutsche habe ich hier die ersten Ferien mit meiner Familie verbracht. Und seitdem zieht es mich immer wieder hierher. Und sobald ich hier bin, ertappe ich mich dabei, dass ich dauernd vor mich hinsumme oder singe. Nicht nur Verdi und Puccini, sondern all die italienischen Evergreens, von Caruso bis Pavarotti, von Modugno bis Lucio Dalla. Ich liebe diese Lieder. Haben Sie Lust auf eine kleine musikalische Reise? Dann kommen Sie mit. Latin Lover der Oper hat man ihn genannt. Ihn, der musikalische Perfektion und Sexappeal bestens vereint. Der 47-jährige Kaufmann ist einer der wenigen Pop- und Medienstars der Klassik. Gleich neben Anna Netrebko, mit der er vor Jahren in Verdis La Traviata auftrat. Dass seine weibliche Anhängerschaft ihn verehrt und gar anschmachtet, genießt er gelassen. Auswirkungen auf den privaten Alltag hat das Anschmachten, glaube ich, nicht. Auswirkungen auf die Interpretation hat es auf jeden Fall. Man kann sich natürlich dieser Illusion dann hingeben, dass man einen Konzertsaal voller Fans hat, die einen lieben und denen man sein Herz ausschütten kann. Also ich glaube, es ist sicherlich was einen auf Wolke 7 schweben lässt, während man musiziert, vielleicht auch zu Hause, aber dass ich deshalb ein anderes Liebesleben hätte, nur weil ich weiß, dass da ein paar andere schmachten und Briefe schreiben, das sicher nicht. Vor einem Monat in Italien. Die Presse feiert Jonas Kaufmann als den besten, berühmtesten Tenor der Welt. In Neapels Opernhaus San Carlo gibt es eine Jonas Kaufmann-Gala. Selbst Ministerpräsident Renzi ist mit Entourage angereist. Ein Deutscher wird für seinen italienischen Schöngesang geehrt, als Erbe der Carusos und Pavarottis. Eine Sensation. Es war eine ungeheure Heiterkeit und Begeisterung. Also ich kann es kaum anders beschreiben, als irgendwie wirklich ein Superstar-Gefühl. Völlig verrückt. Aber das ist eben genau das. Das ist der italienische Süden. Das geht nur hopp oder top. Dazwischen gibt es nichts. Also entweder sagt man, interessiert mich nicht, soll er machen, wie er will. Oder man ist Feuer und Flamme und zeigt das auch. Dolce Vita. In diesen Liedern, die man an Neapels Straßenecken pfeift, liefert Kaufmann ein Wechselbad der Gefühle. Von düsterer Melancholie bis unbekümmerter Fröhlichkeit. Er veredelt sie mit seiner sanften, dunkel leuchtenden Stimme und vor allem mit mediterraner Hingabe, so wie es der Süden verlangt. Diese Liebe zur Musik, die ein Italiener sehr deutlich und ausgeprägt hat, ist eigentlich eine Liebe zur Melodie. Weil über die Melodie erreicht man das Herz das sieht man spürt man in diesen Liedern eigentlich, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, dass man die alle mitsummen oder mitpfeifen oder mitsingen können muss. Kaufmanns Italien-Album hat den Anschein eines marketinggesteuerten Verkaufsschlagers. Tatsächlich aber ist der Tenor hier ganz er selbst. Italien, das ist sein ganz persönliches Sehnsuchtsland. Diese Kultur hat ihn von klein auf geprägt. Mein Großvater, glaube ich, war derjenige, der das Ganze gestartet hat und die Familie dazu veranlasst hat, mal dahin zu gehen. Für mich war das selbstverständlich, dort 2-mal, 3-mal pro Jahr gar aufzuschlagen und plötzlich ein ganz anderes Leben zu leben und zu genießen. Wie wäre mein Leben wohl verlaufen ohne diese frühen Erlebnisse mit der Sprache, mit der Musik, der Kultur und dem Lebensgefühl der Italiener? Ich fühle mich bei ihnen zu Hause und sie geben mir irgendwie das Gefühl,
dass sie mich künstlerisch adoptiert haben. Vielleicht nicht nur deshalb, weil ich Italienisch spreche, sondern auch, weil sie spüren, dass ich ihre emotionale Sprache verstehe und schätze. Von ihnen habe ich gelernt, dass man sich seiner Gefühle nicht schämen muss. Italien ist für mich gelebte Leidenschaft auf höchstem Niveau. Egal in welcher Richtung. Ob das Liebesbeziehungen, Dramen, ob das Kunst ist, ob das Essen ist, ob das einfach nur Nichtstun, das süße Nichtstun am Strand oder im Kaffeehaus, im Museum, egal wo, egal wie. Man hat plötzlich das Gefühl, man muss ständig lächeln. In Italien genieße ich meine Rolle als Zuschauer. Als Zuschauer dieser alltäglichen Szenen in den Städten, da könnte ich ewig zuschauen. Es ist großes Theater. Die Akteure sitzen einfach draußen, sie spielen mit oder lassen das pralle Leben an sich vorüberziehen. Die Menschen haben hier ja so eine eigene Theatralik und die leben sie ohne falsche Hemmungen aus, mit all ihren Gesten, mit ihren Stimmen, mit ihrer Leidenschaft. Dabei kann man sich eine Menge für die Bühne abschauen. Und man kann verstehen, warum Musik hier etwas Existenzielles darstellt. Musik im Allgemeinen hat ja die Kraft, wirklich uns unglaublich zu beeinflussen in unserem Empfinden, in unseren Gefühlen. Und wenn es dann eine ist, die speziell noch eben Erinnerungen und besondere Glücksgefühle hervorruft, dann würde ich sagen, das ist wirklich ein magischer Schlüssel zur Seele, der einfach immer passt. Bei all der Schwärmerei für Italien, ich kenne das Land gut genug und weiß, solche Bilder zeigen ja nur die Schokoladenseite. Die dunklen Seiten sind mir natürlich auch bewusst. Ob Korruption oder Mafia oder die vielen kleinen Dinge, die einen wirklich nerven können. Ich blende das nicht aus, aber das gehört für mich einfach dazu, zu diesem Land. Und doch können wir von den Italienern etwas lernen. Dass wir trotz allem, was uns ärgert, belastet oder deprimiert, offen bleiben sollten für all die schönen Dinge, die uns unverhofft im Alltag begegnen. Für einen echten Espresso-Junkie, wie ich es bin, ist Italien natürlich das gelobte Land. Da lasse ich gern meine Kaffeemaschine zu Hause und genieße den köstlichen Espresso in einer Bar. Ich finde es immer wieder faszinierend zu beobachten, wie ein echter Barista den Espresso zubereitet. Und ich kann mich freuen wie ein Kind, wenn aus einer italienischen Dampfmaschine der perfekte Espresso quillt wie dickflüssige Schokolade. Dieser kleine Moment ist auch so ein Glücksgefühl. Und ich plaudere immer wieder mit den italienischen Barmännern, um ihnen ihre Tricks und Geheimnisse zu entlocken. Dampf und Druck, Wasserhärte, Tassengröße. Sie ahnen nicht, was es da für eine Vielfalt gibt. Das vermisse ich schon sehr, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin. Da kommt es manchmal vor, dass ich in irgendeinem Hotelzimmer sitze und davon träume, jetzt in einer italienischen Espresso-Bar zu sein und einen richtig guten Kaffee zu genießen. Eine Pizza oder Pasta in einem guten italienischen Restaurant kann mich mehr erfreuen als das perfekte Nobel-Dinner. In Italien lernt man die täglichen Freuden des Lebens zu genießen. Und noch etwas habe ich hier gelernt. Wenn du auf der Bühne stehst, tu nicht so, als ob. Es geht hier wirklich um echte Gefühle. Musik ist der Schlüssel zur Seele. Das ist eine internationale Sprache, die jeder spricht und die jeder versteht, die eine Wirkung zeigen kann wie kaum etwas anderes und die auch immer noch unterschätzt ist, glaube ich. Also ich denke, man kann mit der Musik noch so manches erreichen. Also vielleicht nicht den totalen Weltfrieden, aber zumindest einen Schritt in diese Richtung, wenn man sie vernünftig einsetzt.